Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen, wie man ganz einfach nachhaltige und wiederverwertbare Teebeutel selber nähen kann. Ich nutze diesen Teebeutel sehr gerne für meinen selbstgemachten Tee, zum Beispiel aus Apfelschalen, Hagebutten oder auch Kräutern. Die genähten Teebeutel sind aber auch eine schöne, nachhaltige Geschenkidee, zum Beispiel für Weihnachten oder zum Geburtstag. Außerdem zeige ich dir noch, wie du einen passenden Aufbewahrungssack für deine Teebeutel nähen kannst. Auch der große Sack ist natürlich ideal als Geschenk und eignet sich direkt schon als Verpackung. Lass uns mit dem Teebeutelnähen beginnen. Alles, was du benötigst, ist ein Baumwollstoff, der heiß gewaschen werden kann. Ich habe hier eine relativ grobe, natürliche Baumwolle, die ich vorab im Kochtopf bei 100 Grad gewaschen habe. So siehst du, ob das Material auch wirklich geeignet für deinen Teebeutel ist. Außerdem benötigst du eine Kordel, die ebenfalls für hohe Temperaturen geeignet ist. Bei einer Baumwollkordel oder einem Baumwollband sollte das kein Problem sein. Zur Sicherheit kannst du auch hier vorab deine Kordel einmal im Kochtopf kochen. Als dekoratives Element habe ich zusätzlich auf den Teebeutelanhänger noch ein paar Blätter geplottet. Das ist aber optional und kein unbedingt notwendiges Material. Du könntest hier auch dekorative Elemente mit einem Stoffmalstift auftragen. Das Schnittmuster zum Teebeutelnähen habe ich dir nochmal gratis auf funkelfaden.de zum Download bereitgestellt. Den Link dazu findest du in der Infobox. Alternativ kannst du natürlich auch einfach Rechtecke zuschneiden, die deinen gewünschten Maßen entsprechen. Zusätzlich benötigst du noch diese Fünfecke als Anhänger. Sie sind später dafür da, dass du den Teebeutel auch wieder problemlos aus deiner Tasse herausholen kannst. Und hier habe ich dann auch die dekorativen Elemente angebracht. Das kann man allerdings nach dem Nähen des Teebeutels machen. Als erstes versäuberst du nun die Kanten deines Teebeutels. Ich versäubere dabei immer nur die 2 kurzen und eine der langen Seiten. Die obere Kante, wo später der Tunnelzug sein wird, lasse ich dabei aus. Versäubert wird mit einem Zickzackstich. Die 2 kurzen und die eine lange Seite sind nun mit einem Zickzackstich versäubert. So sind sie vor dem Ausfransen geschützt. Nun nähen wir den Tunnelzug. Dazu klappst du die obere Kante einfach 2-mal um. Achte darauf, dass der Tunnelzug breit genug ist, dass auch deine Kordel später hindurchpasst. Den Tunnelzug steckst du nun mit Stecknadeln fest. An der unteren Kante des Tunnelzugs nähst du nun knapp kantig fest. Das bedeutet, knapp am Rand des Stoffbruches nähen. Der Tunnelzug ist nun genäht. Als nächstes schlägst du deinen Beutel zusammen. Dabei liegt die Naht, die du gerade genäht hast, also der Umschlag, außen. Nach dem Wenden wird der Tunnelzug dann innen liegen. Steck dir deinen zusammengeschlagenen Beutel zusammen. Und jetzt nähst du von unterhalb der Naht des Tunnelzugs nach unten und die Kante zu. Ganz wichtig, du darfst jetzt hier nicht den Tunnelzug zunähen, sonst kannst du später keine Kordel durchfädeln. Der Teebeutel an sich ist nun fertig genäht. Du kannst den Beutel wenden und alle Fäden abschneiden, die noch irgendwo herumhängen. Als nächstes werden wir nun den Anhänger für den Teebeutel nähen. Dafür hast du dir 2 der Fünfecke ausgeschnitten. Die beiden Fünfecke legst du mit der rechten Seite übereinander. Falls du ja einen farbigen Stoff hast, ist die schöne Seite innen. Nun steckst du sie zusammen. Und jetzt beginnst du an der einen Ecke über die Spitze bis hoch zur anderen Ecke zu nähen. Ganz wichtig,
Die obere Öffnung bleibt offen, hier müssen wir später wenden. So, der Anhänger für unseren Teebeutel ist auch zusammengenäht. Jetzt beschneiden wir die Nahtzugabe. Das heißt, wir schneiden unten die Spitze vom Stoff bis zur Naht weg, ganz wichtig, nur bis zur Naht und nicht in die Naht hineinschneiden. Und auch den Rest der Nahtzugabe beschneiden wir knappkantig. Das machen wir, damit man den kleinen Anhänger besser wenden kann. Sonst hast du einfach zu viel Stoff an den Ecken und es lässt sich schwer wenden. Jetzt kannst du deinen Anhänger wenden. Das Wenden von solch kleinen Teilen ist immer ein bisschen fummelig, aber es geht ganz gut. Nach dem Wenden würde ich dir empfehlen, den Anhänger einmal zu bügeln. Zuvor schlägst du aber die obere Kante, die wir gerade als Wendeöffnung genutzt haben, nach innen ein. So kannst du dann gleich einmal oben absteppen und die Öffnung wird geschlossen. Zuvor aber, wie gesagt, am besten einmal kurz bügeln. Der Anhänger ist gebügelt. Jetzt holst du dir deinen Teebeutel und die Kordel. Und nun wird die Kordel oben durch den Tunnelzug des Teebeutels gezogen. Das machst du entweder mit einer Sicherheitsnadel oder, wenn dein Tunnelzug zu klein ist für eine Sicherheitsnadel, geht das auch ganz gut mit einer aufgeschlagenen Büroklammer oder einem Stück Draht. Dafür machst du am Ende deiner Kordel einen Knoten und ziehst den Draht dann einfach durch den Faden. Und dann kannst du die Kordel relativ problemlos durch deinen Tunnelzug ziehen. Hast du die Kordel durchgezogen, zieh sie an beiden Enden etwa so lang, dass 10 cm herausstehen. Dann kannst du sie abschneiden. An das Ende der Kordel machst du nun einen Knoten. Diesen Knoten schiebst du nun in die Öffnung des Anhängers rein. Ruhig ein Stück reinschieben, du möchtest nicht über den Knoten nähen. Und nun kannst du knappkantig hier oben die Öffnung schließen oder, wenn du möchtest, auch einmal komplett außen herumsteppen. Es reicht aber, knappkantig die Öffnung zu schließen. So, dein Teebeutel ist fertig. Wenn du magst, kannst du den Anhänger jetzt noch dekorieren, zum Beispiel mit Stoffmalstiften oder wie bei mir mit einem Bügelbild, das ich mit dem Plotter ausgeschnitten habe. Den Link zu den Motiven findest du auch im Blog. Ich habe mir dann direkt zu meinem Teebeutel noch einen passenden großen Beutel genäht. Eine extra Anleitung brauchst du dafür natürlich nicht. Denn der große Beutel wird genauso genäht wie die kleinen Teebeutel, nur halt in etwas größer. Auch eine größere oder beziehungsweise eine dickere Kordel kann man hier verwenden. Die genaue Größe findest du unter funkelfaden.de. Auch diesen Beutel habe ich dann so gestaltet, dass man direkt von außen sieht, was drin ist. Das heißt ein Teebeutelschriftzug, ein Teebeutelmotiv und ein paar Deko-Elemente. Alles mit dem Plotter ausgeschnitten und einfach aufgebügelt. Auch hier kannst du natürlich mit Textilstiften genauso kreativ werden. Ein Plotter ist dafür nicht notwendig. Die Teebeutel sind natürlich waschbar. Das heißt, du kannst sie entweder in einem Kochtopf auskochen oder auch ganz normal in der Waschmaschine waschen. Ich schütte sie nach dem Gebrauch immer ordentlich aus. Das heißt, ich wende sie und spüle sie dann einmal unter Wasser ab. Danach lasse ich sie trocknen. Das reicht eigentlich schon. Und selbstgemachter Tee aus dem selbstgemachten Teebeutel schmeckt doch nochmal um einiges besser als gekaufter. Machst du deinen Tee auch selber? Oder soll ich vielleicht dazu auch mal ein Video machen, wie man ganz einfach Tee selber machen kann, zum Beispiel aus Apfel, Hagebutten oder Gartenkräutern? Hinterlass mir dazu doch gerne einen Kommentar. Ansonsten hoffe ich, dass dir das kleine Videotutorial zum Teebeutelnähen gefallen hat und du vielleicht auch etwas für dich mitnehmen konntest. Eventuell sogar Teebeutel nachnähst. Wenn ja, dann like doch gern das Video, folge Funkelfaden und sei beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann!